herzlich willkommen, mein Name ist Alexander und in diesem Video stelle ich dir die Solid LED-Leiste von AquaGrow vor, mit der ich dieses Aquarium beleuchte. Bei der Planung meines Naturaquariums bin ich auf die Solid LED-Leisten von AquaGrow gestoßen. Ich war auf der Suche nach einer guten, aber nicht zu teuren Beleuchtung. AquaGrow ist eine kleine Firma aus Essen. Der Eigentümer ist selber Aquarianer und hat die Lampen zuerst für sich entwickelt. Er stellt auch die Unique FS her, eine Hochleistungslampe für Aquascaper, die ich auch gerne gehabt hätte, aber die außerhalb meines Budgets liegt. Außerdem wollte ich sowieso nur Pflanzen mit relativ niedrigem Lichtbedarf ins Aquarium einsetzen und da wäre die Unique FS sozusagen Perlen vor die Säue gewesen. Zum Glück hat AquaGrow aber auch noch die Solid LED-Leisten im Angebot, mit denen man sich relativ preisgünstig eine gute und farblich attraktive Beleuchtung nach seinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen zusammenstellen kann. Ich habe mir für mein 60 cm breites Aquarium eine 50 cm lange LED-Leiste bestellt, die 1,7 cm breit und 1,2 cm hoch ist. Dazu ein Netzteil und Halterungen für ein offenes Becken, die mit den passenden Schrauben geliefert werden. Die LED-Leiste wird mit 24 Volt betrieben und ich habe mich für die Variante mit kaltweißen 6500 Kelvin entschieden. Es werden aber auch Leisten mit warmweißen 4000 Kelvin und in RGBW-Farben, also Rot, Grün, Blau, Weiß, mit 3000 Kelvin angeboten. An der LED ist ein ca. 1 Meter langes Kabel angebracht, das direkt mit einem Netzteil oder mit einer Weiche für weitere Leisten verbunden werden kann. Das Netzteil muss passend zur Wattzahl der Leisten dazu bestellt werden. Es werden nur hochwertige Netzteile von Meanwhale angeboten. Ich habe mich für das GS12 mit 12 Watt Leistung entschieden, weil ich nur eine LED-Leiste mit 10 Watt betreiben wollte. Die Solid LED-Leisten sind nach IP65 wasserdicht versiegelt und in ein Aluminiumprofil eingefasst. Sie werden pro Meter mit 70 LEDs bestückt, die insgesamt 20 Watt und 2821 Lumen haben. Somit hat meine 50 cm lange Leiste 35 LEDs mit insgesamt 10 Watt und 1410 Lumen. Das ergibt bei einem 54 Liter Aquarium 26 Lumen pro Liter. Da mein Aquarium aber nicht ganz gefüllt ist, rechne ich mit 50 Litern und komme dann auf 28 Lumen pro Liter. Damit sollte die LED-Leiste in meinem Fall für die meisten etwas anspruchsvolleren Pflanzen reichen. Wenn nicht, legt man einfach noch eine weitere LED-Leiste dazu, die man dann mit einer Weiche ans schon gekaufte Netzteil anschließen kann. Das muss dafür aber in der entsprechenden Wattzahl ausgelegt sein. Kabel und Weiche können wasserdicht miteinander verschraubt werden, die Verbindung zum Netzteil wird aber nur gesteckt. Kauft man die LED-Leisten gleich im Dreier-Set mit einem Netzteil, sind sie etwas günstiger. Steckt man das Netzteil in die Steckdose, springen die LEDs fast sofort an, zieht man es wieder heraus, glühen die LEDs noch etwas nach. Die LEDs sind wie gesagt nach IP65 wasserdicht in Aluminiumprofile eingegossen. An den Enden befinden sich jeweils Löcher für die Schrauben, mit denen man die Leiste zum Beispiel unter einer Aquariumabdeckung befestigen kann. Es gibt aber auch Adapter, mit denen die Leisten an T5-Halterungen angebracht werden können. Ich habe mich für Halterungen entschieden, mit denen man die Leiste auf ein offenes Aquarium auflegen kann. Diese sind 150 mm lang, 22 mm breit und 14 mm hoch und werden mit den passenden Schrauben und Muttern geliefert. Dafür muss die Leiste mindestens 3,5 cm kürzer sein als das Aquarium und Sie können die Leiste um maximal 25 cm verlängern. Das heißt, eine 50 cm Leiste kann man damit auf einem Becken zwischen 60 cm und 75 cm Breite anbringen. Man schiebt dann die Leiste in die Halterung und die Schrauben werden von oben durch die Ritzen in der Halterung und durch das Loch am Ende der Leiste gesteckt. Von unten wird die Schraube dann mit einer Mutter gesichert. Bei mir wurde dann eine kürzere und eine längere Schraube mitgeliefert. Ich habe die kürzere dann an dem Ende der Leiste verwendet, an dem das Stromkabel herauskommt. So wird dieses nicht vom überstehenden Ende der Schraube verbogen. Die Schrauben zieht man aber erst fest, wenn die Lampe auf dem Aquariumrand aufliegt. Die einfache Halterung legt man dann mit den dafür vorgesehenen ca. 6 mm breiten Kerben auf den Aquariumrand. Die LED-Leiste hängt so ca. 1,5 cm nach unten ins Becken hinein. Man kann es jetzt also so nicht mehr bis zum Rand mit Wasser füllen. Dann misst man die Abstände nach links und nach rechts aus und ist die Lampe so ausgerichtet, wie man sie haben möchte, kann man die Schrauben festdrehen. Das Ganze ist eine einfache Konstruktion und sieht durch das Aluprofil auch noch recht schick aus. Es gibt auch noch Halterungen, an die man 3 Leisten gleichzeitig anbringen kann. Diese sind etwas höher, wodurch die Leisten nicht direkt auf dem Aquarium aufliegen, sondern ca. 32 mm über dem Beckenrand hängen.
So wird eine Art Brücke über dem Becken gebildet, wodurch man auch einen besseren Abstrahlwinkel erreicht. Die Lampe glüht wie gesagt ein bisschen nach, wenn man den Stecker herauszieht und ist sofort wieder da, wenn sie angeschaltet wird. Sie macht für meinen Geschmack ein sehr schönes Licht. Wem das zu kalt ist, kann wie vorher schon erwähnt eine Leiste mit warmweißen 4000 Kelvin wählen oder Leisten mit verschiedenen Kelvin oder sogar mit RGBW-Farben nebeneinander legen bzw. in die brückenartige Halterung oder unter die Abdeckung des Aquariums einbauen. Der Abstrahlwinkel der Lampe ist zufriedenstellend, aber nicht überragend. Geht man direkt neben der Lampe nach unten, bekommt man erst nach einigen Zentimetern Licht. Geht man von diesem Punkt aus nach vorne oder hinten, ist wieder nach ein paar Zentimetern Schluss. Liegt die Lampe in der Mitte eines 30 cm breiten Beckens, kann man hier sehen, wie hoch das Licht an den Scheiben noch kommt. An den Enden der Lampe ist der Abstrahlwinkel ungefähr so wie in der Mitte. Hat man also hochwachsende Stängelpflanzen, empfiehlt es sich entweder mehrere LED-Leisten zu nutzen oder aber die Lampe höher zu hängen. Welchen Effekt das hat, zeige ich gleich noch. Für meine Pflanzen reicht die eine Lampe aber völlig aus und ich finde, sie macht bei gefülltem Aquarium ein wunderschönes Licht. Allerdings kann man hier auch schön sehen, dass oben ein unbeleuchteter Streifen entsteht, wenn die Leiste so tief auf dem Aquarium aufliegt. Von der Seite kann man den Abstrahlwinkel noch besser sehen und man kann ein dunkles Dreieck an beiden Seiten der Lampe erkennen. Das ist aber sofort weg, wenn man die Lampe höher hängt. So ist dann das ganze Becken mit 26 bis 28 Lumen pro Liter ausgeleuchtet. Mir gefällt aber die flache Auflage der Lampe besser. Ich habe auch vorne am Rand überhaupt keine Pflanzen, weswegen ich die Lampe nicht in die Mitte lege, sondern ein Stück zurückschiebe. Dadurch fällt das Licht noch voll auf die hinten höher stehenden Gräser und weil das Hardscape nach vorne abfällt, wird dann trotzdem noch vorne der Sand beleuchtet. Wenn man jetzt für anspruchsvollere Pflanzen 3 LED-Leisten auflegen würde, dann läge eine hier und die nächste vorne. Damit wäre jeder Abschnitt des Aquariums super ausgeleuchtet und wenn man die Leisten höher anbringt, zum Beispiel mit der Brückenhalterung, dann wäre es sozusagen perfekt. So sieht mein Aquarium von der Seite aus der Nähe aus und für meine Pflanzen reicht wie gesagt eine Leiste bisher aus. Falls doch nicht, werde ich noch eine dazulegen. Über den etwas modifizierten Aquael Pet Mini Filter im Hintergrund werde ich demnächst übrigens auch noch ein Video drehen. Ich bin wie gesagt bisher sehr zufrieden mit dem Kauf der Lampe. Sie ist relativ günstig, sie macht ein schönes Licht, ist flexibel und man kann das System seinen Ansprüchen und Bedürfnissen nach anpassen. Dadurch, dass sie nach IP65 wasserdicht ist, kann sie auch mal ins Becken fallen und falls sie dann doch undicht sein sollte, kommen dort wegen dem Netzteil nur 24 Volt und nicht 230 Volt an. Ein Link zu AquaGrow findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut doch jetzt gleich einmal nach, ob die Solid LEDs für euer nächstes Projekt geeignet sind. Der nächste Level ist dann die Unique FS Lampe, die dort auch angeboten wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch bitte mit euren Freunden und ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.